Tibetische Mönche sitzen stundenlang im Schnee in dünner Kleidung, vertieft in tiefe Meditation. Ihre Körper zittern nicht, der Atem ist gleichmäßig und um sie herum beginnt der Schnee zu schmelzen, als ob sie Wärme ausstrahlen. Das ist kein Trick und keine Magie. Es ist eine alte Praxis, bekannt als Tummo. Die Tummo-Praxis ist eine der ältesten Meditationstechniken, die es den Mönchen ermöglicht, ihren Körper von innen zu erwärmen. Aus dem Tibetischen übersetzt bedeutet Tummo inneres Feuer und dieser Name beschreibt den Effekt, den es erzeugt, sehr treffend. Der Kern der Technik liegt in der Kontrolle über die Atmung und der Visualisierung. Die Mönche setzen sich in eine bestimmte Position, nehmen tiefe Atemzüge und stellen sich vor, wie in ihnen eine warme Flamme entfacht. Allmählich breitet sich dieses Feuer im ganzen Körper aus und wärmt jede Zelle. Dabei wird die Atmung besonders kurze, intensive Atemzüge durch die Nase, Atem anhalten und ein langer Ausatmen. Diese Methode löst eine Reaktion im Körper aus, aktiviert den Stoffwechsel und bringt den Körper dazu, Wärme zu erzeugen. Aber kann man beweisen, dass das wirklich funktioniert? Wissenschaftler versuchten dieses Phänomen zu verstehen. In einem der Experimente wurden buddhistische Mönche gebeten, Tummo unter eisigen Bedingungen zu praktizieren, indem sie ihre Körper in nasse Laken wickelten. Nach einiger Zeit stieg die Temperatur ihrer Haut und die Tücher begannen, Feuchtigkeit zu verdampfen. Dabei blieb die innere Körpertemperatur stabil. Weder Unterkühlung noch Stress. Das deutet darauf hin, dass das menschliche Gehirn tatsächlich die Thermoregulation kontrollieren kann, wenn es richtig trainiert wird. Aber die Mönche betonen, dass dies nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten ihrer Praxis ist. Sie sagen, dass Tummo nicht nur den Körper erwärmen, sondern auch verborgene Kräfte des Organismus wecken kann. Welche weiteren Fähigkeiten verbergen sich in den Köpfen der tibetischen Mönche? Als das Phänomen dokumentiert wurde, betrachtete die westliche Welt die Berichte über tibetische Mönche lange Zeit als Mythen und Legenden. Im 20. Jahrhundert wuchs das Interesse an diesen Phänomenen, jedoch erheblich, und Wissenschaftler beschlossen zu prüfen, ob es tatsächlich möglich ist, dass Menschen ihre Körpertemperatur mit Gewalt kontrollieren können. Gedanken. Eines der bekanntesten Experimente führte Professor Herbert Benson von der Harvard-Universität durch. Er reiste in den Himalaya und beobachtete Mönche, die Tummo praktizierten. Die Forscher dokumentierten eine Erhöhung der Temperatur um mehrere Grad in den Fingern und Zehen. Bei den Mönchen und stellten auch fest, dass ihre Körper aktiv Feuchtigkeit verdampften, trotz der Kälte. Andere Experimente zeigten, dass Mönche ihren Herzschlag verlangsamen, den Sauerstoffverbrauch senken und sogar die Aktivität ihres Gehirns regulieren können. In einem Test entdeckten Forscher, dass während der Meditation bei den Mönchen Gehirnregionen aktiviert werden, die für das Wärmeempfinden verantwortlich sind, selbst wenn sich die Umgebungstemperatur nicht ändert. Aber das ist erst der Anfang. Es gibt viele Geschichten über Mönche, die barfuß über große Entfernungen im Schnee gehen können, ohne Spuren zu hinterlassen oder stundenlang in eisigem Wasser sitzen, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Kann man das aus wissenschaftlicher Sicht erklären? Übermenschliche Fähigkeiten oder Mythos? Geschichten über tibetische Mönche sind immer von Geheimnissen umgeben. Manche sagen, sie können levitieren, andere behaupten, sie hätten gesehen, wie sie Gegenstände mit Gedankenkraft bewegten. Es gibt sogar Legenden über Mönche, die unsichtbar werden können. Dokumentierte Fähigkeiten sind die Erhöhung der Körpertemperatur, die Kontrolle der Atmung und die Verlangsamung des Herzschlags. Es gibt jedoch auch weniger erforschte Phänomene. Zum Beispiel behaupten Mönche, dass sie energetische Ströme um Menschen herum sehen und sogar ihre Gedanken lesen können. Einige Forscher glauben, dass solche Fähigkeiten durch eine tiefe Kontrolle über das Bewusstsein erklärt werden können. Zum Beispiel tritt das Gehirn eines Mönchs während der Meditation in einen besonderen Zustand ein, in dem er die Realität wahrnehmen kann, anders als gewöhnliche Menschen. Aber wie steht es mit der Levitation? Es gibt Berichte über Mönche, die in der Luft schweben konnten, jedoch gibt es dafür keine Beweise. Dennoch beeindrucken einige Tricks der tibetischen Yogis wirklich die Vorstellungskraft. Zum Beispiel die Fähigkeit, auf unglaubliche Höhen zu springen oder sich mit einer solchen Geschwindigkeit zu bewegen, dass sie wie verschwommene Silhouetten erscheinen. Das ist nur Training oder etwas mehr. Langlebende Mönche. Neben den unglaublichen Fähigkeiten der tibetischen Mönche gibt es noch ein weiteres Rätsel, ihre Langlebigkeit. Viele Mönche leben über 100 Jahre und bleiben dabei munter und aktiv. Wie schaffen sie das? Untersuchungen zeigen, dass der Schlüssel zu ihrer Langlebigkeit der Lebensstil ist. Sie ernähren sich sehr bescheiden, hauptsächlich von pflanzlicher Kost, trinken reines Bergwasser und halten sich an einen strengen Tagesablauf. Aber das Wichtigste ist ihre Fähigkeit, Stress zu kontrollieren. Meditation und spirituelle Praktiken ermöglichen es ihnen, auch in den schwierigsten Situationen ruhig zu bleiben. Die moderne Wissenschaft bestätigt, dass Stress eine der Hauptursachen für das Altern ist. Und wenn man ihn beseitigt, beginnt der Körper anders zu arbeiten und verlangsamt die Alterungsprozesse. Aber liegt es nur an der Meditation? Oder gibt es noch andere Geheimnisse ihrer Langlebigkeit? Essen gegen das Altern.
Was, wenn das Geheimnis der Langlebigkeit der tibetischen Mönche nicht nur in ihrem Geist, sondern auch in ihrer Ernährung liegt? Diese Menschen leben länger als 100 Jahre und bleiben dabei aktiv und gesund. Sie kennen weder Fettleibigkeit, Herzkrankheiten noch Diabetes. Ihr Körper bleibt beweglich und ihr Geist klar bis ins hohe Alter. Die Ernährung der tibetischen Mönche ist äußerst einfach. Sie ernähren sich hauptsächlich von pflanzlichen Lebensmitteln wie Reis, Linsen, Gemüse, Obst und Kräutertees. Eines der beliebtesten Getränke ist Tee mit Yakbutter. Diese fettige Flüssigkeit mag auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Wahl sein, aber tatsächlich liefert sie dem Körper die notwendige Energie, wärmt im kalten Klima und sättigt mit nützlichen Nährstoffen. Die Mönche konsumieren auch nur minimal Salz und Zucker, essen kaum Fleisch und schließen verarbeitete Lebensmittel vollständig aus. Ihre Ernährung kann als stressreduzierend bezeichnet werden. Sie überlastet den Körper nicht, verursacht keine Blutzuckerspitzen und hilft, das Gleichgewicht im Körper zu halten. Aber kann nur die Ernährung einen solchen Effekt haben? Natürlich nicht. Auch der Lebensstil ist wichtig. Die Mönche essen sehr maßvoll, überessen sich nie und ihre letzte Mahlzeit findet lange vor dem Schlafengehen statt. Ein solcher Zeitplan ermöglicht es dem Körper, ohne Überlastung zu arbeiten und sich rechtzeitig von Toxinen zu reinigen. Und dennoch haben sie möglicherweise ein weiteres wichtiges Geheimnis, das nicht nur mit der Ernährung, sondern auch mit dem Atmen verbunden ist. Das Atmen der ewigen Jugend. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass tibetische Mönche anders atmen als gewöhnliche Menschen. Ihr Atem ist langsam, tief und bewusst. Während der Meditation können Sie die Atemfrequenz auf wenige Male pro Minute reduzieren und manchmal sogar den Atem für unglaublich lange Zeiträume anhalten. Die Sache ist, dass richtiges Atmen nicht nur eine Methode ist, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Es ist der Schlüssel zur Verlangsamung des Alterungsprozesses. Wenn ein Mensch langsam und tief atmet, hört sein Körper auf, Stress zu empfinden. Der Spiegel des Hormons Cortisol, das die Alterungsprozesse beschleunigt, sinkt. Darüber hinaus verbessert sich die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems und das Gehirn erhält mehr Energie. Es gibt sogar eine spezielle Technik, die als tibetisches Vollatmung bekannt ist. Sie umfasst 3 Phasen. Zuerst wird die untere Lungenpartie mit Luft gefüllt, dann die mittlere, dann die obere. Diese Methode ermöglicht es, das Lungenvolumen maximal effizient zu nutzen und hilft, den Körper von schädlichen Stoffen zu reinigen. Ein weiterer erstaunlicher Fakt ist, dass Mönche ihren Atem für lange Minuten anhalten können und dabei den Puls bis zum Äußersten verlangsamen. Es ähnelt einem Schlafzustand, aber dabei bleiben sie vollständig bewusst. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr Körper viel langsamer altert als der von gewöhnlichen Menschen. Aber warum fürchten sie die Zeit kaum? Vielleicht liegt es nicht nur an der Atmung, sondern an ihrer besonderen Einstellung zur Zeit. Zeit, die es nicht gibt. Tibetische Mönche haben kein für uns übliches Zeitverständnis. Sie achten nicht auf die Uhr, planen ihr Leben nicht nach einem Zeitplan und jagen keinen Deadlines hinterher. Ihre Philosophie ist die vollständige Akzeptanz des gegenwärtigen Moments, ohne Bindung an die Vergangenheit oder die Zukunft. Die Sache ist die, dass die Wahrnehmung der Zeit direkt unseren Körper beeinflusst. In der modernen Welt eilen die Menschen ständig, sorgen sich um den morgigen Tag und machen sich wegen vergangener Fehler Sorgen. Das verursacht chronischen Stress, der die Zellen zerstört, das Altern beschleunigt und den Körper abnutzt. Die Mönche hingegen leben anders. Sie denken nicht darüber nach, wie alt sie sind, zählen keine Tage und fürchten sich nicht vor dem Alter. Für sie ist das Alter nur eine Zahl, die keine Bedeutung hat. In ihrer Welt gibt es keinen Platz für die Angst vor der Zukunft oder das Bedauern über die Vergangenheit. Sie existieren einfach in Harmonie mit sich selbst. Studien zeigen, dass Menschen, die in einem solchen Rhythmus leben, tatsächlich langsamer altern. Ihr Gehirn bleibt aktiv und der Körper gesund. Es scheint, dass tibetische Mönche das Geheimnis der ewigen Jugend entdeckt haben, indem sie das Konzept des Alters ablehnten. Aber wie erreichen sie einen solchen Zustand? Des Geistes? Vielleicht liegt die Antwort in ihren Meditationen? Meditation als Schlüssel? Die Praxis der Meditation ist nicht nur eine Methode zur Entspannung, sondern ein echtes Gehirntraining. Wissenschaftler, die die Gehirnaktivität tibetischer Mönche untersucht haben, entdeckten, dass ihr Gehirn während der Meditation in einen besonderen Zustand eintritt. Alpha- und Theta-Rhythmen werden ausgeprägter und die Aktivität der Bereiche, die für Stress verantwortlich sind, nimmt ab. Meditation verändert die Wahrnehmung der Realität. Mönche können ihr Bewusstsein steuern, sich von negativen Emotionen befreien, sich vollständig entspannen und sogar physiologische Prozesse in ihrem Körper verändern. Sie sind in der Lage, ihren Herzschlag zu verlangsamen, den Blutdruck zu regulieren und sogar das Schmerzempfinden zu kontrollieren. Meditation beeinflusst das Gehirn auf biologischer Ebene. Studien zeigen, dass bei Menschen, die regelmäßig meditieren, das Volumen der grauen Substanz in den Bereichen zunimmt, die für Gedächtnis, Konzentration und emotionalen Zustand verantwortlich sind. Das bedeutet, dass Mönche nicht nur ihren Körper besser kontrollieren, sondern auch länger einen klaren Geist bewahren. Aber was, wenn es nicht nur um Meditation geht, sondern um ihren allgemeinen Lebensansatz?
Denn sie meditieren nicht nur, sie leben nach besonderen Regeln. Ein Leben ohne Stress. Eines der Hauptgeheimnisse der tibetischen Mönche ist ihre Lebensphilosophie. Sie sorgen sich nicht um Probleme, jagen nicht nach Reichtum und verschwenden keine Energie auf sinnlose Konflikte. Ihre Regel ist völliger innerer Frieden. Aber wie schaffen sie das? Das erste ist Minimalismus. Die Mönche haben praktisch keine persönlichen Gegenstände. Sie hängen nicht an materiellen Werten, weil sie wissen, je weniger Dinge man hat, desto weniger Sorgen hat man. Das zweite ist die Akzeptanz des Lebens, wie es ist. Sie widersetzen sich nicht dem Unvermeidlichen, beklagen sich nicht über das Schicksal und sorgen sich nicht um die Zukunft. Stattdessen nehmen sie alles mit Dankbarkeit an. Das dritte ist Disziplin. Ihr Tag ist klar und ohne Chaos geplant. Früh am Morgen Meditation, dann körperliche Arbeit, danach Gebete und Lernen. Ein solcher Tagesablauf schafft ein Gleichgewicht, das hilft, Energie zu bewahren und sich nicht auf Unnötiges zu konzentrieren. Aber vielleicht das Erstaunlichste in ihrem Leben sind die Jahre des völligen Schweigens. Warum verzichten sie jahrelang auf Worte? Vielleicht ist das Hauptgeheimnis ihrer Stärke die Einsamkeit und das Schweigen. Einige tibetische Mönche verbringen Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte in völliger Stille. Sie ziehen sich in Einsiedeleien oder hochgelegene Höhlen zurück und verzichten auf den Kontakt mit der Welt. Das erscheint seltsam und sogar beängstigend. Wie kann ein Mensch ohne Gespräche und soziales Leben überleben? Aber für sie ist das Schweigen keine Strafe, sondern ein Weg zur inneren Erleuchtung. In der modernen Welt ist der Mensch ständig in einen Informationsfluss eingetaucht, sein Geist ist überladen mit Worten, Gedanken, Sorgen. Die Mönche streben nach völliger Stille, denn nur in ihr kann man sich selbst hören. Forschungen zeigen, dass langes Schweigen die Gehirnfunktion verändert. Es hilft, die Konzentration zu entwickeln, verbessert das Gedächtnis und reduziert das Angstniveau. In diesem Zustand hört der Geist auf, zwischen chaotischen Gedanken hin und her zu schwanken und erreicht ein tiefes Bewusstsein. Die Mönche glauben, dass das Schweigen der Weg zum wahren Verständnis der Welt ist. Es reinigt den Geist, befreit von unnötigen Emotionen und hilft, Harmonie mit sich selbst zu finden. Genau deshalb sind viele von ihnen in der Lage, jahrelang in Abgeschiedenheit zu leben, ohne das Bedürfnis nach Gesprächen zu verspüren. Die Energie der Berge. Der Himalaya ist nicht nur eine majestätische Gebirgskette, sondern ein Ort mit besonderer Energie, in der tibetische Mönche eine Quelle der Kraft und Harmonie sehen. Sie sind überzeugt, dass die Luft hier reiner ist, der Raum klarer und die Natur selbst dem Menschen hilft, sein Gleichgewicht zu finden. Das Hochgebirge zwingt den Körper anders zu arbeiten. In einer Höhe von über 10.000 Fuß ist die Luft dünn, es gibt wenig Sauerstoff und der Körper beginnt sich anzupassen. Die Durchblutung verbessert sich, Schutzmechanismen werden aktiviert und die Zellregeneration beschleunigt sich. Dies erzeugt einen Effekt, der einer Verjüngung ähnelt. Darüber hinaus glauben die Mönche, dass die Berge eine besondere Energie besitzen. Viele von ihnen leben in schwer zugänglichen Klöstern, wo es praktisch keinen Kontakt zur Außenwelt gibt. Dort verbringen sie ihre Tage in Meditation und glauben, dass genau dieser Ort ihnen hilft, Erleuchtung zu erreichen. Moderne Wissenschaftler bestätigen, dass das Leben in den Bergen tatsächlich einen positiven Einfluss auf den Körper hat. Reine Luft, niedrige Verschmutzungswerte, natürliche körperliche Aktivität. All dies verlangsamt die Alterungsprozesse und stärkt die Gesundheit. Vielleicht ist das der Grund, warum tibetische Mönche so jung aussehen und so lange leben. Was sagt die Wissenschaft? Wissenschaftliche Untersuchungen der Phänomene tibetischer Mönche dauern seit Jahrzehnten an. Viele ihrer Fähigkeiten, die früher als mystisch galten, haben eine wissenschaftliche Erklärung erhalten. Die Praxis des Tummo, die es ermöglicht, den Körper zu erwärmen, wird durch die Kontrolle über das vegetative Nervensystem erklärt. Mönche sind in der Lage, das sympathische Nervensystem zu aktivieren, wodurch der Körper Wärme erzeugt und eine stabile Temperatur auch unter extremen Bedingungen aufrechterhält. Es ist nachgewiesen, dass Meditation die Struktur des Gehirns verändert. Wissenschaftler haben festgestellt, dass bei Langzeitpraktizierenden die Dichte der grauen Substanz in den Bereichen zunimmt, die für Gedächtnis, Konzentration und Emotionskontrolle verantwortlich sind. Das bedeutet, dass Mönche tatsächlich in der Lage sind, Stress und Emotionen auf einem Niveau zu kontrollieren, das für den gewöhnlichen Menschen nicht erreichbar ist. Darüber hinaus reduzieren Meditation und bewusstes Atmen die Entzündungsprozesse im Körper, stärken das Immunsystem und beeinflussen sogar die Genetik, indem sie die Alterungsprozesse auf zellulärer Ebene verlangsamen. Obwohl Telekinese und Levitation noch im Bereich der Mythen bleiben, bestätigen wissenschaftliche Fakten eines: Tibetische Mönche besitzen tatsächlich Fähigkeiten, die über das gewohnte Verständnis menschlicher Möglichkeiten hinausgehen. Was verbirgt das Kloster? Buddhistische Klöster im Himalaya bewahren viele Geheimnisse. Alte Manuskripte, Wissen über Körper und Geist, Techniken, die nur an ausgewählte Schüler weitergegeben werden. Einige Texte enthalten Beschreibungen unglaublicher Praktiken. Von der Energieverwaltung bis hin zur Beeinflussung der physischen Welt. Es wird gesagt, dass in den verschlossensten Klöstern alte Traktate, die Tempelmauern nie verlassen haben.
Diese Texte enthalten Wissen über die verborgenen Fähigkeiten des Menschen, sind jedoch nur für diejenigen zugänglich, die ein bestimmtes Bewusstseinsniveau erreicht haben. Viele Wissenschaftler, die die tibetische Kultur erforscht haben, sind überzeugt, dass in diesen Klöstern tatsächlich einzigartiges Wissen bewahrt wird. Aber die Mönche haben es nicht eilig, es zu teilen. Mit der Außenwelt glauben sie, dass eine unvorbereitete Person sie nicht zum Wohl nutzen könnte. Ist also der Zugang zu diesem geheimen Wissen möglich und kann ein gewöhnlicher Mensch zumindest teilweise die Praktiken der tibetischen Mönche nachahmen? Kann man es nachahmen? Seit Jahrtausenden trainieren tibetische Mönche ihren Körper und Geist und erzielen unglaubliche Ergebnisse. Aber kann ein gewöhnlicher Mensch ihre Praktiken nachahmen? Tatsächlich ja. Natürlich muss man dafür nicht in ein Kloster gehen und Jahrzehnte in Meditation verbringen. Aber einige Techniken sind für jeden zugänglich. Atemübungen, Achtsamkeit, Stresskontrolle, richtige Ernährung und körperliche Aktivität. Die Praxis des tiefen Atmens hilft, die Gesundheit zu verbessern und die Jugend zu verlängern. Meditation trainiert das Gehirn und reduziert den Stresspegel. Richtige Ernährung und Mäßigung beim Essen halten den Körper in einem gesunden Zustand. Natürlich verspricht niemand, dass ein gewöhnlicher Mensch lernt, seinen Körper mit Gedankenkraft zu erwärmen oder 100 Jahre zu leben. Aber selbst kleine Veränderungen im Lebensstil können erstaunliche Ergebnisse bringen. Vielleicht sind tibetische Mönche keine Übermenschen, sondern einfach diejenigen, die den richtigen Weg zur Harmonie von Körper und Geist gefunden haben.